Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Da hätte ich doch fast vor lauter Hühnern die Grüße von Herzen vergessen. Aber das darf natürlich nicht passieren, also wenn es mal schnell gehen muss, diese Endloskarte für die Besten, den Besten, für alle, die einem besonders am Herzen liegen. In der normalen Größe habe ich diese schon mal gezeigt. Heute zeige ich dir eine kleinere Variante, also das Ganze in Mini. Und wie gesagt, es musste schnell gehen. Da kannst du sicher noch mehr draus machen. Aber ich zeig mal, so schön, dass es dich gibt. Okay, alles Liebe und Gute für dich, weil du mich so oft zum Lächeln bringst. Du bist der Beste überhaupt. Und nochmal, so schön, dass es dich gibt. Jo, und das Ganze endlos, da weiß einer Bescheid. Oder eine. Grüße habt ihr bestimmt genug zum Stempeln und ich zeige euch, welche ich verwendet habe und vor allem, wie der Mechanismus geht. Okay, ich lege mal beiseite und am besten du legst dir alle Materialien zurecht. Dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Du brauchst ein Stück Farbkarton in Weiß habe ich genommen, damit es dann am Ende im besten Fall in diese Box reinpasst. Die Anleitung dafür findest du auch auf meinem Kanal. Habe ich mir zugeschnitten und noch nicht ausprobiert, aber das wird passen, bin mir sicher. In den Maßen 18 x 18 cm, ein Stück Farbkarton in Weiß. Außerdem Designerpapier habe ich genommen für die Herzen. Dafür benutze ich diese Herzstanze. Das habe ich genommen aus dem Designerpapier Hortensienpark. Habe ich auch noch nicht mitgearbeitet. Das wird es werden. Und ein paar blaue Farbtöne Stempelkissen. Was brauchen wir noch? Papierschneider, mit dem man auch falzen kann. Und dann war es das schon. Dann geht es gleich los. Und zwar das Stück 18 x 18 cm möchten wir in 16 Teile teilen. Das bedeutet 4,5 ist jetzt das Maß des Tages. So gerade wie möglich Falzlinien bei 4,5, bei 9, ja, und bei 13,5. Das hat jetzt gedauert. Hast du es gehört, wie es gerattert hat im Kopf? Und in die andere Richtung bei 4,5, bei 9 und bei 13,5. Super. Bevor wir alles richtig falzen, falzen wir einmal nur in der Mitte, in diese Richtung. Nehmen jetzt unsere Schneideklinge, muss ich wieder aufstehen, legen hier bei 4,5 an und hier bei der ersten Querlinie schauen, dass es gerade liegt und ziehen bis zur letzten Querlinie. Machen wieder auf, falzen das Ganze in die andere Richtung, legen wieder bei 4,5 an, schauen, dass es halbwegs gerade ist. Genau. Die erste Querlinie und hinten wieder die letzte Querlinie geschnitten und dann haben wir das Quadrat in der Mitte ausgeschnitten. Sehen, ob es funktioniert hat. Ja, beiseite legen. So sieht unsere Grundform aus und die falzen wir jetzt an allen Linien in beide Richtungen. Also erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Und in beide Richtungen meint jetzt auch einmal komplett umdrehen und auch die Falzlinien in diese Richtung nochmal nachfalzen. Wie gesagt, da gibt es eine Anleitung für eine größere Karte. Genau das gleiche Prinzip. Ich klebe jetzt mit Flüssigkleber. Du findest dazu auch nochmal auf meinem Blog die Maße für die größere Karte und eine Skizze, denke ich. Wir streichen jetzt Klebstoff ein in das linke obere Feld und in das rechte untere Feld. So einstreichen, dass das Feld gut komplett voll ist, aber eben nicht mehr. Und hier unten auch. Nicht, dass es übermatzt. Sollte es übermatzen, nehmen wir uns mal kurz ein Papierchen und ziehen das hier so ein bisschen ab. Dann kann da nichts schief gehen. Ich weiß das ja schon, wenn ich mit Flüssigkleber arbeite. Nicht so einfach. Untere Seite nach oben falten, obere Seite nach unten falten und dann haben wir es praktisch halbiert, aber indem wir oben ein Feld nach unten und unten ein Feld nach oben haben. Ziehen das, streichen das schön glatt.
Und die nächste Kleberei ist so, eben haben wir links oben und rechts unten geklebt. Jetzt nehmen wir das rechte obere Feld und das linke untere Feld. Reichen da genauso gut ein. Ich nehme jetzt mal ein bisschen weniger. Und falten von rechts nach links zur Mitte und von links nach rechts zur Mitte. Auch das gut feststreichen, Linien gut nachziehen. Jo, das war der ganze Zauber. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Einmal müssen wir es senkrecht falten, einmal nach unten oder waagerecht. In dem Fall das erste Mal waagerecht und dann klappen wir es hier rum. Jetzt senkrecht, darum, jetzt waagerecht, hier rum und jetzt senkrecht und darum. Sind wir wieder am Anfang. Das lassen wir trocknen, legen es schön beiseite, nehmen die Herzstanze und stanzen uns hier aus diesem Papier 4 Herzen. Das Muster so ist, dass es links wie rechts und hoch wie runter das gleiche ist, kann ich das also auch so drehen. Bleibt am Ende mehr übrig. So, die 4 Herzen legen wir uns hier hin. 3, 4. Kleine Variante von der ersten Karte. Man kann auch mit einem Herzstempel, den gibt es in dem Set gestanzte Grüße, die Herzen aufstanzen und den Text aufstanzen. Ich möchte es aber kleben. So, dann habe ich verwendet für aus dem Set gestanzte Grüße den Stempel Alles Liebe und Gute. Und ich setze jetzt entschieden auf das dunkle Blau. Marineblau genommen. Gucke, dass ich das mittig hier schön aufstempel, dass man es gut lesen kann. Passt perfekt. Dann habe ich aus diesem Set, das so schön, dass es dich gibt, nochmal aus den gestanzten Grüßen. Das ist mein letztes Herz. Auch hier super Abdruck. Ist gut zu lesen. Ja, was hatte ich noch auf dem Arbeitstisch? Da lag dann noch für alle Zeit von meinen gechillten Hühnern. Und dann nehme ich diesen Stempel raus für dich, weil du mich so oft zum Lächeln bringst. Und das passt ja zu dem Alles Liebe und Gute. Und dann geht es praktisch im nächsten Herz weiter. Das ist hier. Und dann hatten wir noch das Stempelset Der Beste liegen. Moment, ich zitiere mich mal. Und da gibt es einen Stempel, der heißt Du bist der Beste überhaupt. Und den nehme ich hier. Den setze ich hier drauf. Auch wunderbar. Einmal Stempel putzeln und Stempelkissen schließen. Saubere Hände sind ganz wichtig. Jo, jetzt machen wir es erstmal so einfach wie möglich. Mal aufbauen kann man immer noch mehr. Beim ersten wissen wir ja, wir müssen, hier ist die offene Linie nach unten, also senkrecht, also müssen wir das Herz senkrecht teilen. Jetzt einmal hier in der Mitte durch und dann kleben wir auch schon auf. Nehme die eine Seite und die andere Seite, setze sie kurz aufeinander, bewege das kurz und muss sie rechtzeitig wieder abziehen und dann passt das. Und dann setze ich das hier mittig schön auf, so dass die Schrift gut aneinander passt, dass die offene Schnittkante wirklich auch offen bleibt. Und dann haben wir das erste schon so fertig. Alles Liebe und Gute. Schön in der Richtung und im Text bleiben, also weiter auffalten und so rum. Das bedeutet, das zweite Herz schneide ich jetzt quer rüber. Lege mittig an, merke mir die Stelle, wo es in etwa quer geht und schneide das einmal hier quer rüber. Hier kommt mein Trick mit dem Kleben nicht so gut. Dann müssen wir das also anders machen. Da streiche ich erst die eine Seite ein, wobei da genug drauf ist. Also kann ich das abstreichen.
Setze das wieder mittig an die Linie. Zwischen den Bögen ist die Mitte, macht sich gut. Hier schauen, dass der Text wirklich stimmig übereinander sitzt. Dann können wir notfalls noch ein bisschen rücken. Soll ja auch gut zu lesen sein. Jo, für dich, weil du mich so oft zum Lachen bringst. Und jetzt falten wir. Moment, mal in die Richtung. Also Nummer 1, jetzt Nummer 2, jetzt falten wir so auf, Nummer 3. Hier kommt wieder das senkrechte geschnittene. Anlegen, mittig aufschneiden und wieder einstreichen, aufeinander legen, abziehen, aufkleben. So wieder auf die gleiche Höhe bringen. Gut aufkleben, gut andrücken und das letzte kommt hier hin. Mechanismus gerade legen. Passt er? Er passt. Gut. Und dieses Herz schneiden wir wieder quer. Auflegen, schauen, dass es passt. Mittig. Einmal quer rüberschneiden. Und aufkleben. Hier wieder schön mittig anpassen. Und das untere Teil vom Herz schnell arbeiten, dass man noch mal rücken kann notfalls. Genau. Passt perfekt. So, denkt sie nur, ein bisschen schief hat sie es doch gemacht. Das macht aber nichts. Kriegst du natürlich gerade hin. Vielleicht im Ernstfall doch anzeichnen. So, jetzt falten wir hier. Falten nochmal alles nach, weil du hast ja jetzt mehrere Schichten an den Stellen, wo das Herz ist. So. Und dann wird es der Reihe nach durchgefaltet. So, und wenn du jetzt noch Zeit hast und dich nicht bremsen kannst vor lauter Kreativität, dann könntest du jetzt noch mit dem Herzstempel zum Beispiel die Rückseiten gestalten. Ich habe dann hier überall noch Herzen nachgelegt, halbe Herzen, ganze Herzen. Dann habe ich die Herzen hier zwischengesetzt, dass das Ganze einfach noch ein bisschen gestaltet wird. Das andere ist, ich finde das so eigentlich schon ziemlich witzig. So schön, dass es dich gibt. Alles Liebe und Gute für dich, weil du mich so oft zum Lächeln bringst. Du bist der Beste überhaupt. So schön, dass es dich gibt. Es ist also eine Endlosschleife an netten, tollen Texten. Kann man ja immer gebrauchen. Jo, kannst du dir überlegen, ob du noch weiter gestaltest, ob du noch Herzen aufstempelst in anderen Blautönen. Ich für meinen Teil lasse das so. Ich finde das so ganz passend. Mehr muss da auch nicht. Und jetzt war die Frage, passt es denn in meine Box hier rein? Und tata, sag mal so, es passt. Der Plan geht auf. Falsche Farbe, aber dann kann ich die Box ja nochmal in dem Rauchblau neu gestalten. Jo, das war heute meine kreative Idee für dich. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Alle Maße zu meinen Projekten findest du auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Heute die Maße waren so einfach, ja, merkt ihr nur 18 und 4,5, dann passt das. Ja, ich wünsche dir kreative Zeiten, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.